Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Ja, wir stehen hier vor der Kölner Wechselkrötenausstellung, wo ich immer Führungen anfange, den One Plan Approach to Conservation der Weltnaturschutzunion IUCN erkläre, das Zusammenspiel in situ, ex situ, Artenschutz draußen vor Ort und Artenschutz in Zoos durch Erhaltungszucht, verschiedene Expertisen, wie man das hier sieht, die Mitarbeiter von der NABU Naturschutzstation, Genetiker, Professor Dr. Miguel Wences und Kölner Studierende. Viele Studierende konnten hier schon ihre Abschlussarbeiten schreiben. Hier sieht man dann die Tiere, noch sind sie in der Überwinterung, aber in Kürze kommen sie raus, die wir hier auffangen, Austrocknungsopfer, und die wir dann am Ende des Jahres freilassen in neu angelegte Tümpel. Und nach diesem schönen Beispiel für den Artenschutzzoo, der sich für bedrohte Arten einsetzt, wofür wir auch damals die Auszeichnung von der UN-Dekade Biologische Vielfalt bekommen haben, für dieses schöne One Plan Approach Projekt, kann ich jetzt weitermachen, weil wir seit dem Reverse the Red Day 2025 im Februar eine neue Ausstellung bekommen haben. Und die sieht man hier. Hier ist nämlich die aktuelle Artenschutzkampagne Vietnamazing gehighlightet anhand des Beispiels des vietnamesischen Krokodilmolchs. Und Hauptthema hier ist Reverse the Red, macht die rote Liste rückgängig. Und das ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass wir sehr eng mit der Universität kooperieren. Ganz viele Studierende kommen im Jahr zu uns im Rahmen von Kursveranstaltungen, Führungen, in der Regel um die 300 Studierende und davon die Hälfte Lehramtsstudierende, die dann nachher auch sehen, dass im Zoo ganz viel Artenschutz passiert wird und durch Zoos. Und viele wollen dann auch ihre Abschlussarbeiten schreiben. Und das hier ist ein tolles Beispiel dafür. Das ist nämlich das Ergebnis einer Master of Education Arbeit an der Universität zu Köln. Und zwar hat Christine Engelskirchen diese Ausstellung über den bedrohten Krokodilmolch, den vietnamesischen Krokodilmolch und Reverse the Red und Vietnamazing entworfen. Und die kann jetzt praktisch, wo sie Lehrerin ist, mit ihren eigenen Schulklassen hier hinkommen und das zeigen, was sie damals als Abschlussarbeit gemacht hat, den Artenschutz befördern. Und bei dieser Ausstellung lernt man den Krokodilmolch, den vietnamesischen, kennen, dass er auf der roten Liste steht. Hier ein Tier mit einem Gelege, und das sind die Bedrohungen. Kohleabbau, sein Gebiet wird zerstört für Kohleabbau, Holzabschlag, aber auch das Absammeln für die traditionelle chinesische Medizin, für den Tierhandel. Hier sieht man den Lebensraum und hier die Entwicklungszyklen. Und diese Art vermehren wir ja auch im Kölner Zoo. Hier sieht man einen Einblick hinter die Kulissen in den Amphibienraum, einer der Räume, wo wir uns um bedrohte Arten und deren Erhaltung, Vermehrung kümmern. Das ist Reviertierpflegerin Anna Raus, wie sie hier gerade die Amphibien versorgt, einsprüht, füttert. Und hier die gelungene Nachzucht. Wir haben ja damals von der Partnerstation in Vietnam, die Millennium-Station für Biodiversität, 4 Larven bekommen. Mein Team hat die durchgekriegt, ein erwachsenes Pärchen war dabei und die haben sich vermehrt, und mittlerweile haben wir hier sage und schreibe über 500 vietnamesische Krokodilmolche zur Welt gebracht, die groß geworden sind. In Vietnam kommen die ja nur an 4 kleinen Stellen im Nordosten des Landes vor. Ein winzig kleines Verbreitungsgebiet. Ich kann das auch gerne mal zeigen, wo man erkennt, dass man hier vor Ort ganz schnell in ein Aussterbeszenario hineinlaufen kann. Wenn man sich hier mal die Karte Vietnams anguckt, oben rechts diese kleinen roten Punkte, das ist die bekannte Verbreitung. Das ist wirklich nicht viel, da kann schnell was passieren. Deswegen ist ja hier auch der One Plan Approach so wichtig, sich gleichzeitig zum Schutz vor Ort, nicht nur draußen, sondern auch eben in Zoos durch Erhaltungszuchtprogramme einzusetzen. Und ja, das haben wir gemacht, über 500 Nachzuchten an andere Zoos abgegeben, zum Beispiel im Zoo Schönbrunn in Wien gibt es Kölner Nachzuchten. Die machen aber auch bei Citizen Conservation mit, bei der Bürgerschutzinitiative, wo man das heimische Wohnzimmer für Erhaltungszuchtnetzwerk Ausweitung zur Verfügung stellen kann und sicher sein kann, dass die Tiere auch nachhaltig sind und keine Wildfänge. Und wir haben auch schon Tiere zurück nach Vietnam geschickt, in die Millennium-Station, wo sie sich dann vermehrt haben, und wollen jetzt im Rahmen der Vietnamazing-Kampagne, falls das erforderlich ist, auch wieder Tiere zurück in die Natur bringen. Draußen läuft Forschung. Ja, das hier ist Doktorandin Marta Bernardes, die ehemalige Doktorandin
Mona van Schingen, heute Dr. Mona van Schingen-Kahn, arbeitet im Bundesamt für Naturschutz. Ein Beispiel mehr, dass viele Studierende hier im Endeffekt im Artenschutz, im internationalen landen, sich dort engagieren, und auch Dr. Quang Te Pham. Die haben damals in Vietnam Populationsanalysen gemacht und festgestellt, die Art ist bedroht, so ist sie auf die rote Liste gekommen, aber durch diese ganzen vielen Aktivitäten konnte sie schon von endangered auf vulnerable, also von stark gefährdet auf gefährdet zurückgestuft werden. Das ist Reverse Threat, und deswegen wurde die Ausstellung auch anlässlich des Reverse Threat Days 2025 im Februar eröffnet. Ja, und Reverse Threat heißt, macht die rote Liste rückgängig. Wenn ich in der Natur Schutzmaßnahmen schaffe und in Zoos Ersatzpopulationen schaffe, vermehre, die wieder zurückbringen kann, dann kann ich die natürlichen Populationen wieder wachsen lassen. Und dann sinkt auch der Bedrohungsstatus. Das ist Reverse Threat, macht die rote Liste rückgängig, die Fortsetzung des One Plan Approach. Und das hier ist ein wunderbarer Start für mich. Jede Studentenführung, jede Studierendenführung, aber auch andere Meetings, wenn uns Leute besuchen kommen und sich informieren wollen, kann man hier wunderbar starten und dem modernen Artenschutz-Zoo, der sein Wissen, der seinen Platz und seine Zeit und sein Geld bedrohten Arten zur Verfügung stellt, erklären. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.